Stell dir vor, du stehst auf einem Hochseil. Hunderte von Metern in der Luft. Puh, da wird mir ja schon vom Zuhören schwindlig. Ja, mir auch. Und der Wind, der pfeift dir so richtig eiskalt um die Ohren. Das Seil wackelt bei jedem deiner Schritte. Oh je. Genau. Und als wäre das nicht schon komplett nervenaufreibend, drückt dir in genau diesem Moment jemand ein extrem dickes, schweres Wörterbuch in die Hand und ruft von unten sowas wie: Hier, fang, jonglier das mal gleich mit. Ein absoluter Albtraum. Ein einziger falscher Schritt, ein winziger Moment der Unachtsamkeit und du fällst. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Deutsch klingt, unserer heutigen tiefgehenden Analyse. Wir sind ja beide Deutschlehrer und heute nehmen wir ein Thema unter die Lupe, das exakt dieses Hochseilgefühl auslöst. Auf jeden Fall. Der allererste Arbeitstag in einem deutschsprachigen Umfeld, wenn Deutsch eben nicht deine Muttersprache ist. Richtig. Aber hey, bevor wir da komplett eintauchen, abonniert unbedingt unseren YouTube-Kanal Deutsch klingt, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das unterstützt uns riesig. Genau, lasst ein Abo da. Es lohnt sich wirklich, weil wir hier regelmäßig solche tiefen Einblicke geben. Absolut. Und unser heutiger Fokus liegt extrem auf dem Thema Hörverstehen, weil an so einem ersten Tag, da musst du ja die ganzen Nuancen der gesprochenen Sprache sofort verarbeiten. Das ist quasi die ultimative Prüfung für dein Hörverstehen. Du hörst nicht nur Vokabeln, du musst kulturelle Codes entschlüsseln. In Echtzeit. Total. Und um euch dabei zu helfen, haben wir was vorbereitet. Wir haben eine komplette Liste mit all den wichtigen Ausdrücken von heute erstellt, inklusive Definitionen, Beispielen und der englischen Bedeutung. Super hilfreich. Die könnt ihr euch einfach in unserem Telegram-Kanal runterladen. Der Link ist unten in der Beschreibung. Genau, holt euch das ist im Moment noch völlig kostenlos. Später müssen wir das wahrscheinlich kostenpflichtig machen, also greift jetzt zu. Ein echter Geheimtipp. Und noch ein Tipp, bevor wir in die Materie starten: Sicherheit im Netz ist ja super wichtig. Wenn ihr viel reist oder in einem anderen Land seid und euer geliebtes Netflix von zu Hause schauen wollt, dann braucht ihr ExpressVPN. Oh ja, ohne VPN geht heutzutage eigentlich gar nichts mehr. Richtig. Das schützt eure Daten im öffentlichen WLAN und entsperrt euch globale Inhalte. Den Link zu ExpressVPN mit einem richtig guten Rabatt für euch findet ihr ebenfalls unten in der Beschreibung. So, Werbung Ende, lass uns loslegen. Sehr gern, lass uns zurück auf dieses metaphorische Hochseil gehen. Ja, wir haben heute ein fantastisches Transkript von einem Sprachlernvideo vorliegen. Da sitzen die beiden Sami und Rima. Und was die machen, ist so viel wertvoller als nur Vokabeln vorzulesen. Die sind wirklich gnadenlos ehrlich. Total. Sie erzählen ganz offen von ihren eigenen, teils katastrophalen ersten Arbeitstagen in Deutschland. Sie zeigen einfach, hey, wir standen auch mal zitternd auf diesem Seil. Und wir sind auch mal runtergefallen. Das ist der Punkt. Diese radikale Ehrlichkeit macht das Material so didaktisch wertvoll. Absolut. Unser Ziel heute ist es, aus diesen echten Erfahrungen einen Werkzeugkasten für dich zu basteln, lieber Zuhörer. Wir schauen uns an, warum das Gehirn unter Stress blockiert und wie du dein Hörverstehen so schulst, dass du die Situationen meisterst. Genau, lass uns direkt mit der harten Realität anfangen. Bevor man lernt, wie man es richtig macht, muss man sich die totalen Aussätze anschauen. Oh ja. Sami erzählte eine Geschichte in der Quelle, bei der ich bin beim Lesen physisch zusammengezuckt. Ja, das ist eine klassische Kollision von extremem Stress und deutscher Formalität. Also hör dir das an. Sami kommt aus Syrien, er hat diesen neuen Job, hat 3 Nächte vor Aufregung kaum geschlafen und jetzt steht er vor seinem neuen Chef, Herr Schmidt. Der klassische deutsche Endgegner im Anzug. Richtig, komplett mit Krawatte, absolut seriös. Und dieser Herr Schmidt fragt ihn zur Begrüßung ganz neutral: Wie heißen Sie? Eine einfache Frage für das Hörverstehen eigentlich. Eigentlich ja. Sami versteht die Frage, er will antworten: Ich heiße Sami, aber sein Gehirn brennt in der Sekunde komplett durch und er sagt diesem steifen Mann im Anzug laut und deutlich: Ich bin heiß. Oh Gott. Ein Moment, in dem die Zeit im Raum wahrscheinlich einfach stehen geblieben ist. Ich nenne das ein verbales Autokorrekt-Desaster in Echtzeit. Du sagst es, die Worte hängen in der Luft und du hast keinen Löschen-Button. Wahnsinn. Und wie hat der Chef reagiert? Herr Schmidt hat ihn wohl erstmal völlig fassungslos angestarrt. Aber dann, und das ist das Gute, hat er geschmunzelt und gesagt: Sie meinen wahrscheinlich, ich heiße Sammy. Da hat er nochmal Glück gehabt.
Sammy wollte am liebsten im Erdboden versinken. Aber als Deutschlehrer frage ich mich da, warum macht unser Gehirn das? Warum vergessen wir in Stresssituationen Dinge, die eigentlich total simpel sind? Das ist doch wie so ein Kurzschluss. Es ist tatsächlich ein sehr gut dokumentierter neurologischer Kurzschluss. In einer Situation, die bedrohlich wirkt und ein neuer Job in einer fremden Sprache, bei Schlafmangel ist für den Körper pure Gefahr. Da flutet dein System mit Cortisol. Also das reine Stresshormon. Genau. Du gerätst in den Kampf- oder Fluchtmodus. Die Energie geht in die Muskeln und gleichzeitig wird dem präfrontalen Kortex, also dem Bereich hinter der Stirn, der für komplexes Denken und das Abrufen von Grammatik zuständig ist, buchstäblich der Strom abgedreht. Ach, krass. Das heißt, Sammys Gehirn hat das Sprachzentrum einfach auf Notstrom umgeschaltet. Exakt. Wenn der präfrontale Kortex blockiert ist, greift das Gehirn verzweifelt auf die absolut simpelsten, tiefsten neuronalen Pfade zurück. Und was ist das allererste Konstrukt, das du beim Deutschlernen hörst und sprichst? Naja, ich bin. Richtig, ich bin, I am. Das ist so tief im Langzeitgedächtnis verankert. Sammys Fehler war keine mangelnde Kompetenz, es war eine biologische Systemüberlastung. Wow, okay. Das ist auf eine bizarre Art extrem beruhigend für alle, die uns zuhören. Es ist nicht unsere Inkompetenz, es ist unsere Biologie. Ganz genau. Aber leider bleibt es ja nicht nur bei der Biologie. Die kulturelle Ebene lauert da ja auch noch. Oh ja, das bringt uns zur zweiten Sprecherin, Rima. Sie kommt aus Ägypten. Sie sagt, die Arbeitskultur dort ist sehr warm, man drückt auch körperlich mal Sympathie aus. Ein sehr anderes Raumkonzept als in Deutschland. Komplett. Sie betritt also am ersten Tag dieses deutsche Büro, ist voller Motivation und will einen neuen Kollegen zur Begrüßung herzlich umarmen. Oh nein, das ist mutig. Und der Kollege, der weicht laut ihr augenblicklich 3 Schritte zurück, so als hätte sie ihm gerade was völlig Unanständiges angeboten. Ja, das ist ein Lehrbuchbeispiel für kulturelle Proxemik. Also die Lehre davon, wie wir physischen Raum nutzen. Aber warte mal kurz. Wir sind doch im Jahr 2026. Deutschland ist doch total globalisiert. In Berliner Start-ups umarmen sich die Leute doch auch andauernd. Warum war das so extrem? Naja, Startups in diesen internationalen Blasen sind echt die Ausnahme. In der klassischen deutschen Arbeitskultur, und das ist die breite Masse, herrscht eine strikte Trennung von Privat und Beruf. Diese berühmte deutsche Sachlichkeit. Genau diese. Körperliche Nähe suggeriert eine private Bindung, die am ersten Tag einfach nicht da ist. In Deutschland gibt es um jeden Kollegen so eine unsichtbare Blase von etwa 1,2 Metern. 1,2 Meter, okay, gut zu wissen. Das ist die persönliche Distanzzone. Wenn du da ungebeten reingehst, löst du instinktiv Alarm aus. Rima hat das echt auf die harte Tour gelernt. Sie hat dann zum Glück blitzschnell ihre Hand vorgeschossen, um ein normales Händeschütteln draus zu machen. Sehr gut gerettet. Ja, aber innerlich ist sie wohl gestorben vor Scham. Händeschütteln ist also das höchste der Gefühle an Tag 1. Ja, das Händeschütteln ist der sichere Hafen. Es findet auf Armlänge statt, respektiert die 1,2 Meter, zeigt aber trotzdem Respekt. Gut, also mein Gehirn sabotiert mich mit falschen Wörtern und meine kulturellen Instinkte treiben mich in die soziale Isolation. Wie überlebe ich das dann? Zum Glück liefert uns die Quelle da eine super Blaupause. Richtig, die spielen da ein Vorstellungsgespräch in einer Marketingagentur durch. Die neue Mitarbeiterin heißt Laura und dieses Rollenspiel, das ist wirklich Gold wert. Ja, weil es uns eine Struktur gibt, die quasi wie eine verbale Rüstung funktioniert. Genau, das dachte ich auch. Laura trifft ihren Chef, Herrn Müller. Er sagt, schön, Sie kennenzulernen. Und Lauras Antwort darauf ist, sehr angenehm, Herr Müller. Kurz und prägnant. Ja, aber mein erster Gedanke war, das klingt wie aus einem Lehrbuch der 50er Jahre. Ist das nicht viel zu formell? Aber dann dachte ich, eigentlich ist dieser Satz wie so ein sprachliches Schweizer Taschenmesser. Die Taschenmesser-Metapher gefällt mir richtig gut. Warum glaubst du, funktioniert das so gut? Naja, es ist kompakt. Du musst es nicht mühsam konjugieren oder zusammenbauen. Wenn das Cortisol ballert, brauchst du was, worüber du nicht nachdenken musst. Exzellent. Wir nennen das in der Sprachdidaktik auch funktionale Sicherheit. Wenn du kognitiv überlastet bist, versuch gar nicht erst kreativ zu sein. Weil der Kortex ja blockiert ist. Richtig. Sehr angenehm ist ein automatisiertes Skript. Es nimmt den Druck raus und signalisiert dem Chef sofort, hey, ich habe den Code der Höflichkeit verstanden. Es ist kugelsicher. Und danach nutzt Laura noch mehr so standardisierte Bausteine. Die Quelle hebt 2 Phrasen extrem hervor.
Einmal das Arbeiten als, also Laura sagt, ich arbeite als Grafikdesignerin. Mhm. Und die Phrase zuständig für, also ich bin zuständig für Social Media. Diese Sätze bauen sofort deine professionelle Identität auf. Auch hier siehst du die Kultur. Rollenklarheit ist am Anfang wichtiger als Persönlichkeit. Absolut. Bevor wir aber zum nächsten großen Fettnäpfchen kommen, ist mir beim Zuhören der Quelle noch ein Detail aufgefallen. Es ging um das Wort Kollege. Ah ja, ein sehr aktuelles Thema. Ja, weil grammatikalisch lernt man ja, der Kollege für Männer, die Kollegin für Frauen. Aber im Video wird erklärt, dass im schnellen Büroalltag oft einfach von den Kollegen gesprochen wird, egal wer gemeint ist. Das ist ein super spannender Einblick in die gelebte Büropragmatik. Wir diskutieren in Deutschland ja viel über Gendern und geschlechtergerechte Sprache. Ja, das ist ein riesiges Thema. Ist es. Aber wenn es schnell gehen muss, hat sich das generische Maskulinum Kollegen in vielen Firmen als Platzhalter für das ganze Team gehalten. Wenn jemand sagt, ich bespreche das mit meinen Kollegen, sind meistens alle gemeint. Der Wunsch nach Effizienz überlagert also manchmal die Grammatik. Gut. Laura hat also ihre Taschenmesserbegrüßung abgeliefert, sie hat ihre Rolle geklärt. Man könnte meinen, sie ist jetzt sicher. Aber jetzt kommt das größte Minenfeld. Oh ja. Mit Anlauf rein in das deutsche Pronomenproblem. Das berüchtigte Sie und Du. Die absolute soziale Demarkationslinie in Deutschland. Im Rollenspiel sehen wir das total gut. Laura sagt zu ihrem Chef ganz brav Sie und 5 Minuten später trifft sie Klaus aus dem Team und sagt direkt Du. Die theoretische Grundregel aus der Quelle ist da ja ganz klar. Genau. Sie für den Chef, für offizielle Meetings und du für das direkte Team oder eben in modernen Firmen. Aber die wahre Schwierigkeit für das Hörverstehen und das Sprechen ist doch die Dynamik. Wer darf wann wechseln, genau? Die Quelle sagt, immer die ranghöhere Person muss das Du anbieten. Klaus sagt zu Laura, wir können Du sagen. Aber lass mich hier mal kritisch nachfragen. Gerne. Wenn ich in ein modernes Team komme und total dynamisch wirken will, und ich frage den Chef einfach direkt, hey, können wir Du sagen? Ist das so schlimm? Zeige ich damit nicht einfach Offenheit? Das ist ein verständlicher Gedanke, besonders wenn man aus dem Englischen kommt. Aber wenn du das in einem klassischen deutschen Unternehmen machst, ist das so, als würdest du auf eine exklusive Party gehen. Okay. Und du nimmst dir einen Stift und schreibst dich selbst einfach vorne auf die VIP-Gästeliste. Oh wow. Das ist ein furchtbar schmerzhaftes Bild. Ich lade mich also selbst in den inneren Kreis ein. Absolut. Du beanspruchst eine Vertrautheit, die dir noch gar nicht zusteht. Das Sie ist ja nicht nur altmodisch, es erfüllt eine Schutzfunktion. Eine professionelle Distanz. Richtig. Es erlaubt beiden Seiten, Kritik zu üben, ohne dass es sofort persönlich wird. Wenn du das Du forderst, zwingst du den Chef, seine Schutzmauer aufzugeben. Und wenn der Chef eigentlich beim Sie bleiben wollte, zwinge ich ihn echt unangenehm abzuweisen. Oder er stimmt halt zähneknirschend zu. Exakt. Deswegen ist der pragmatische Rat der Quelle lebensrettend. Wenn du unsicher bist, hör genau hin, wie man dich anspricht und wähle im Zweifel immer das Sie. Keiner feuert dich, weil du zu respektvoll warst. Niemand. Der Chef kann jederzeit lächeln und das Du anbieten. Aber überleg mal, wie peinlich es ist, wenn du zu früh Du sagst und dann wieder zurückrudern musst. Oh, ich habe den Chef geduzt, der schaut mich eisig an und am nächsten Morgen muss ich dann sagen, Guten Morgen, Herr Müller, haben Sie den Bericht gelesen? Das ist soziale Asche. Es ist der Point of No Return. Der Weg vom Du zurück zum Sieg existiert eigentlich nicht ohne eine völlig zerstörte Stimmung. Okay, Lektion gelernt. Ich stehe auf keiner VIP-Liste, bis ich eingeladen werde. Gut, wir haben Kultur und Hierarchie durch. Aber die Quelle warnt noch vor einer grammatikalischen Falle, die für das Hörverstehen und Sprechen enorm wichtig ist. Ah, du meinst die reflexiven Verben. Ja, der absolute Endgegner der Logik für viele. Du kannst im Deutschen nicht einfach sagen, ich stelle vor. Du musst zwingend sagen, ich stelle mich vor. Das kleine Reflexivpronomen. Genau. Und ich musste so lachen, als ich mir das visuell vorgestellt habe. Wenn ich ins Büro komme, alle schauen mich an und ich rufe, ich stelle vor. Dann warten alle auf den Trommelwirbel. Genau. Die erwarten, dass ich einen Zaubertrick mache und ein Kaninchen aus dem Hut ziehe. Ein tolles Bild. Und es zeigt genau das Problem. Vorstellen braucht ein Objekt. Du musst jemanden oder etwas vorstellen. Wenn du von dir selbst sprichst, bist du Handelnder und Objekt gleichzeitig. Das ist ja, fast schon Philosophie. Ist es. Die Aktion reflektiert auf das Subjekt zurück.
Deshalb das mich. Das ergibt Sinn. Die Quelle hat noch ein super Beispiel. Sich freuen. Und hier ist das Hörverstehen extrem gefragt, weil die Präposition alles ändert. Oh ja, sich freuen auf versus sich freuen über. Laura sagt, ich freue mich sehr, hier zu sein. Das geht. Aber mit Substantiven. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit. Das ist Zukunft. Aber ich freue mich über die Blumen, das ist Gegenwart oder Vergangenheit, ein einziges kleines Wort, auf oder über, und ich bin in einer völlig anderen Zeitebene. Und genau das macht den Unterschied, ob du okay oder extrem professionell klingst. Das Problem ist aber wieder der Stress. Du kennst die Tabelle. Ich, mich, du, dich. Aber in der Situation fehlt dir die Millisekunde, um das abzurufen. Und da liefert die Quelle den genialsten Tipp überhaupt. Eine Hausaufgabe. Man soll diese Phrasen laut vor dem Spiegel üben, nicht nur im Kopf lesen. Warum eigentlich? Weil wir die Neurobiologie austricksen müssen. Wenn du es nur liest, bleibt es im präfrontalen Kortex. Wenn du es laut sagst, aktivierst du die Basalganglien, also das motorische Gedächtnis deines Mundes. Ich lagere das Grammatikproblem also quasi in meine Muskeln aus. Ganz genau. Du baust einen physischen Reflex auf. Wenn das Cortisol dann an Tag 1 reinschießt, formt dein Mund das Mich ganz automatisch. Autopilot. Wahnsinn. Wir haben also das Gehirn gehackt. Lass uns zum Schluss unsere wichtigsten Sicherungsseile auf dem Hochseil nochmal zusammenfassen. Gern. Erstens, wenn die Panik zuschlägt, verzeih dir deine Fehler. Es ist nur die Biologie. Zweitens, Händeschütteln reicht völlig aus. Halt Abstand. Genau, die 1,2 Meter. Drittens, das sehr angenehm Taschenmesser rettet dich immer. Viertens, warte, bis der Chef das Du anbietet. Und 5. Überreflexiv vor dem Spiegel für den Autopiloten. Wenn man das alles zusammennimmt, haben Sami und Rima in der Quelle eine wunderschöne Kernbotschaft. Niemand erwartet einen fehlerfreien Roboter am ersten Tag. Die Haltung ist viel wichtiger als die perfekte Grammatik. Wer freundlich lächelt und mutig nachfragt, dem wird fast jeder Fehler verziehen. Ein toller Gedanke, der unheimlich Druck wegnimmt. Und da möchte ich dir, lieber Zuhörer, noch was ganz Provokatives zum Nachdenken mitgeben. Wir reden die ganze Zeit über Perfektion und Rüstung. Aber ist eine makellose Fassade nicht oft extrem unnahbar? Das stimmt. Perfektion schafft eine sterile Distanz. Eben. Denk an Sammys Ich bin heiß. Ja, es war peinlich, aber dieser völlig absurde, verletzliche Fehler hat das Eis mit dem steifen Chef doch viel schneller gebrochen als jedes perfekte Deutsch. Ein charmanter Fehler macht dich menschlich. Ganz genau. Ein Stolperer auf dem Hochseil bringt die Leute dazu, die Arme auszustrecken und dich aufzufangen. So, und damit lassen wir dich für heute in Ruhe. Vergiss nicht, unseren Kanal Deutsch klingt zu abonnieren. Und schaut ins Telegram für die Vokabelkiste und checkt ExpressVPN unten im Link. Perfekt, wir hoffen, du gehst jetzt mit weniger Angst in deinen nächsten ersten Arbeitstag. Jonglier nicht zu viele Wörterbücher auf einmal, pass auf dich auf. Bis zum nächsten Mal. Und vergesst nie, neugierig zu bleiben.